Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Anfang Mai, herrliches Wetter, wir haben 25 Grad. Der Sommer klopft an. Ja. Es gibt Hunderassen, die anderen als Begleithunde für Familien auf der Beliebtheitsskala auf und davon ziehen. Auffallend, viele davon zählen zur Kategorie der Jagdhunde. Golden Retriever, Labrador, Setter, Spaniel, Pudel oder Mixe daraus wie die Designerrasse Golden Doodle und Co. Wir wissen das. Aber auch der Beagle hat eine riesen Fanbase, auch das wissen wir. Unter Menschen, die einen hübschen, sportlichen und unkomplizierten Familienhund bevorzugen. Ja. Ist er das, der Beagle? Und wenn ja, weshalb ist er das? Ja, das sehen wir uns heute mal etwas näher an. Also, bis gleich. Hunderassen, welche zur Meutejagd eingesetzt wurden oder werden, gibt es ja einige. Die Franzosen fahren hierbei mit einigen verschiedenen Laufhunden auf. Die Briten mit dem Harrier oder English Foxhound, auch der Otterhound ist ein Meutehund und natürlich gilt auch der Beagle als solcher. Die Meutejagd hat in Europa eine lange Tradition. Dabei arbeitete eine große Hundemeute mit dem Adel auf dem Pferde zusammen. Hochmeuteverträgliche Hunde mit starkem Jagdtrieb, großer Ausdauer und exzellenten Nasen nahmen die Spur des Wildes auf und gaben ihren Herren via Geläut darüber Bescheid. Läuten nennt man das Bellen dieser Meutejagdhunde. Ja. Gejagt wurde vom Hirsch bis zum Federvieh mit Hunden, welche für diverses Wild geeignet waren. Diese Hetzjagd ist heute in vielen Teilen Europas auf lebendes Wild verboten und wird durch eine künstliche Duftspur einer sogenannten Schleppe ersetzt. Somit wird, wenn alles nach Plan läuft, bei der heutigen Meutejagd kein Fuchs oder anderes Wild dabei getötet. Soweit ich weiß, ist Frankreich das letzte Land in Europa, in welchem die sogenannte Parforce-Jagd auf lebendes Wild wie Rothirsch, Reh oder Wildschwein noch erlaubt ist. Ja. Diese Meutehunderassen verfügen alle über eine Superkraft. Wussten Sie das? Ja? Eine Superkraft, welche dafür verantwortlich ist, dass sie in Hundefreilaufzonen häufig sehr gern gesehene Gäste sind. Diese Superkraft nennt sich hohe soziale Kompetenz. Schauen Sie, Terrier, die sind blitzgescheit, robust und leistungsfähig, fantastische Jäger. Hunde, die bei jeder Schandtat mit ihnen dabei sind. Ganz sicher. Aber Terrier ziehen auch gerne mal gegen andere Hunde in die Schlacht. Denn sie sind die Vollblutbanditen der Hunderassen, das wissen wir. Schäferhunde, die sind eine Zier für die Spezies Canis familiaris, möchte ich behaupten. Hochintelligent und überall dabei. Verlässlich und loyal. Aber Schäferhunde haben auch das sogenannte Boss-Gen intus, zeigen gerne Ellbogen, setzen sich gerne gegenüber anderen Hunden durch. Die Pinscher-Familie, die Schnauzer-Familie, Molosser und noch viele andere Hunde müssen hierbei mit feinstem Werkzeug bearbeitet werden, sehr gekonnt gelenkt werden, um in einer Meute zu tanzen, ohne anzustoßen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja. Beagle und Co. kommen aufgrund von Vererbungsgenetik
sehr häufig schon damit zur Welt. Also mit dieser Eigenschaft beim Tanzen in der Meute nicht anzustoßen. Und genau diesen Fakt empfinden die meisten Fans dieser Hunde als äußerst angenehm. Kann man verstehen, ja? Ich sage Ihnen was. Außerhalb der absolut positiven Eigenschaften, wofür der Beagle zum Beispiel bekannt ist, existieren ja noch einige andere Dinge, die man ihm nachsagt. Ja. Wie da wären sehr überschaubarer Will to Please, Sturheit sowie Verfressenheit. Tut mir leid, liebe Beagle-Besitzer, aber das sagt man ihm nun mal nach. Ja. Dieses Letztere, also diese Verfressenheit, dieser gute Appetit, ja, die teilt er sich ja mit Labrador und Cocker Spaniel, wird gemunkelt. Ja. Aber aufgepasst, dieser nicht sehr ausgeprägte Will to Please und die damit verbundene Sturheit, das sind nicht verzichtbare Eigenschaften für einen Meutehund. Wussten Sie das? Wobei ich diese Sturheit vielleicht durch Selbstständigkeit ersetzen möchte. Ja. Diese braucht er bei der Parforce-Jagd. Hier ist nichts mit, ich arbeite permanent mit einem Besitzer zusammen und reagiere auf seine Anweisungen. Ja. Bei dieser Jagd entschließt sich der Hund dazu, den Menschen nur auf eine Art in die Aktion einzubinden, und die ist, ihn über Geläute mitzuteilen, hallo, ich bin an der Sache dran. Ja. Den Rest, den macht der Beagle völlig alleine. Und dieser Drang, seinen Menschen gefallen zu wollen, der sogenannte Will to Please, denn das heißt das, weil er also so wie er bei typischen Gebrauchshunderassen häufig sehr stark entwickelt ist, ja, ist beim Beagle runtergefahren, um eben perfekt als Meutehund zu funktionieren. Ist so, ja. Ich erkläre Ihnen das. Ja. Häufig ist eine ganze Beagle-Meute im Besitz von nur einer Person. Jetzt stellen Sie sich vor, diese Meute wäre so gepolt wie ein typischer Dobermann. Ein Dobermann mit bekannterweise stark ausgeprägten Will to Please. Passen Sie auf. Ständige Eifersucht, immer mit dem Drang, in der Meute der Hund zu sein, der seinem Besitzer am besten gefällt. Ständig in diesbezüglicher Rivalität mit den anderen in der Meute. Und so weiter. Ein typischer Dobermann. Ich zeige Ihnen was. So sieht eine Beagle-Meute aus, bei welcher dieser Zwang, die Nummer 1 zu sein, aufgrund niederem Will to Please nicht vorherrscht. Ja, dann würden Sie eine Meute ihrer Dobermänner mit typisch stark ausgeprägten Will to Please zur Parforce-Jagd einladen, würde das eher aussehen wie das folgende Bild. Ja, ja, das habe ich aber noch harmlos erstellt. Und außerdem bin ich davon überzeugt, dass sich die Hälfte der Dobermänner schon beim Transport im Anhänger jagduntauglich gehackt hätte. Ganz sicher. Der Dobermann soll ja hierzu stellvertretend für viele andere Hunderassen anzusehen sein. Liebe Zuseher, Dobermann, ein fantastischer Hund. Einer meiner Top 10 Lieblingshunde. Heutzutage so häufig unterschätzt. Ein Wahnsinnshund. Ja. Der Beagle hat also eine exzellente Nase, häufig von klein an einen starken Jagdtrieb und ist sehr ausdauernd. Was kann man da erwarten? Mit diesen 3 Eigenschaften ausgestattet, darf man mit ihm also jederzeit einen Hund erwarten, der auf Feldern oder in Wäldern eifrig mit der Nase am Boden dabei ist, etwas zu finden, dem man nachgehen kann, oder? Ganz sicher. Seine Selbstständigkeit wird ihm dabei unterstützen, das Ganze dann stur durchzuziehen, auch wenn Sie als Besitzer verbal dagegen protestieren. Ein Will to Please, der bei einem Hund als unbedingte Basis gilt, damit er zuverlässig auf erlernte Kommandos reagiert, ist beim typischen Beagle zwar da, aber im Vergleich zu anderen Hunderassen nur unter ferner Liefen verbucht.
Viele Beagle-Besitzer haben mit der zuverlässigen Befolgung von Kommandos ihrer Hunde Probleme. Ja. Dafür wurde diese Rasse nicht gemacht. Andere aber schon. Ist nun mal so. Doch da muss ich noch etwas dazu ergänzen. Ja. Die Kombination von Besitzer, Hund und Kommandos, das ist nichts Dämonisches, liebe Mitmenschen da draußen. Ja. Hat auch im Normalfall nichts mit komplexen oder Herrscherwahn zu tun. Kommando ist einfach ein Begriff aus dem Hundesport. Dieses Kommando steht für Laute, die ihnen auskommen, wenn sie ihrem Hund verbal die für sie vernünftigste Richtung vorgeben, möchte ich mal sagen. Und dass sie das als vernünftiger Hundebesitzer tun müssen, das steht ja außer Frage, oder? Ich denke schon. Natürlich können Sie diesen Ausdruck Kommando auch mit Einwirken auf den Hund tauschen, wenn Ihnen das besser gefällt. So viel dazu. Ja. Wir haben hier also mit dem Beagle einen Hund, der gerne jagt, ja, was bei privaten Spaziergängen im ländlichen Gebiet vom Jäger als Wilderei wahrgenommen wird. Ja. Und noch dazu mit ihm einen Hund, der aufgrund seiner Selbstständigkeit diese Jagd mit hoher Ausdauer durchführen und sich eventuell sehr weit von seinem Besitzer entfernen würde, weil er ihn in diesem Moment völlig ausblendet. Ja. Kommandos oder verbales Einwirken auf den jagenden Beagle wird höchstwahrscheinlich nicht fruchten, weil ihn sein gering ausgeprägter Will to Please nicht dazu zwingt, Ihnen aufgrund befolgter Kommandos gefallen zu wollen. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, alles etwas kompliziert ausgedrückt, dabei ist es ganz einfach. Es ist mit den meisten Beageln ziemlich schwierig, sie so weit zu bringen, dass sie in ländlichen, mit Wild behafteten Gebieten, wo keine Leinenpflicht herrscht, einen entspannten, freilaufenden Begleiter darstellen. Ja, viele Beagle-Besitzer werden mir dabei zustimmen. Ja. Das geht mit vielen anderen Hunderassen weit besser. Ist nun mal so. Also, wir haben hier einen gerne wildernden Hund mit ausgeprägter Sturheit, der es mit dem Folgen nicht immer so genau nimmt. Na, bumm. Jetzt bin ich da anständig über diesen Süßen drüber gefahren, werden sich einige Beagle-Besitzer denken, oder? Doch. Bevor Sie mir jetzt an die Gurgel fahren wollen und zum Gegenschlag ausholen, warten Sie noch einen kleinen Moment. Das mache ich schon selbst. Ja? Passen Sie auf. Der Beagle ist ein toller Hund. Das ist ein toller Hund und er befindet sich in der Beliebtheitsskala der Familienhunde zu Recht ganz weit oben. Also er ist wunderschön. Viele Frauen meinen auch, er sieht süß aus, also wahnsinnig süß aus. Er ist kompakt, nicht groß, aber er ist ein gut bemuskelter Sportler. Der Beagle ist ein Hund für Unternehmungen aller Art. Der geht mit ihnen laufen, wandern, schwimmen, ist mit Elan überall dabei. Er gilt als gesundheitlich sehr robust und ist pflegeleicht. Und er ist ein überaus herzlicher Familienhund. Ganz wichtige Sache. Und unterschätzen Sie seine Superkraft, die häufig angeborene Meuteverträglichkeit nicht, liebe Zuseher. Leute, die seit zig Jahren nur Beagle besitzen, wären förmlich geschockt, ja, wie viel kantiger diesbezüglich andere Rassen in ihrem Besitz agieren würden. Ist eine individuelle Geschichte, ganz klar. Nicht jeder Beagle ist verträglich mit anderen Hunden, aber sie bieten sich sehr dafür an. Erwerben Sie jetzt mit dem Beagle einen Wachhund? Na, keinen klassischen, aber ohne weiteres einen Hund, der, wenn es von Ihnen forciert wird, meldet, wenn irgendetwas nicht passt. Geht der Beagle als Schutzhund durch? Na. Also der Beagle zählt zu den Hunderassen, von welchen ich zu behaupten wage, dass sie absolut nicht als Schutzhunde taugen. Ja. Wäre der Beagle etwas für die Karriere in der Hundesportszene? Na. Selbstverständlich ist der Beagle dazu bereit, Kommandos zu lernen und auch darauf zu reagieren. Doch, liebe Zuseher, dieser Film läuft bei ihm in anderen Kinos als in denen, wo Schäferhund und Co. zusehen, ist eine klare Sache. Ja. So müssen Sie das sehen. Aber der Beagle ist ein perfekter Meutejagdhund mit bezauberndem Familienwesen. Er ist schön,
leistungsfähig und häufig sehr verträglich mit anderen Hunden. Und speziell diese Superkraft, diese letzte, sorgt dafür, dass er von vielen geliebt und gehalten wird. So viel zum Beagle und seiner Superkraft. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.